Ich muss zugeben, die ersten 2 Wochen waren komplette Irritation. Im März war das, es hat das so angefangen und ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Ich habe nur Nachrichten gecheckt und so sehr große Frustration. Aber dann tatsächlich, diese 2 Wochen waren vorbei und ich habe wieder meine Disziplin und Routine gefunden, zum Glück, weil, soweit ich weiß, auch von meinen Kollegen das nicht so leicht war in dieser Corona-Phase. Wir hatten auch mit einem Freund gesprochen, er hat genau das gesagt, dass ja, wir sind sowieso in Quarantäne, wenn wir komponieren. Daher war es dann in Ordnung und tatsächlich dieser Gedanke dabei, dass wir, die gesund geblieben sind und ein schönes Zuhause haben und keine großen Probleme haben, diese Zeit als eine fruchtbare Pause nutzen können. Stille, einmal Stille, das, was da draußen passiert, passiert immer weiter. Und so war die Atmosphäre für mich. Und dann, als der Auftrag kam für dieses neue Stück, war der Boden ein bisschen vorbereitet, sage ich mal. Als wir mit Herrn Barenboim darüber gesprochen haben, was ich machen könnte und so, er hat Sarah Aristidou erwähnt, dass sie in dieser Corona-Phase auch verfügbar sein könnte. Und ich habe mich extrem natürlich gefreut. Ich habe sie auch in der Staatsoper gehört, auch bei Labyrinth von Jörg Widmann. Und die ist eine fantastische Sängerin und dazu kommt sie sie ist aus Zypern und es wäre auch eine gute Kombination mit dem griechischen Text dann. Das Stück ist die Eumeniden von Aeschylus. Es ist ein altgriechisches Drama, also das letzte Teil seiner Trilogie, Orestia. Und Eumeniden, also der Name ist eigentlich, bedeutet die Erinien. Die Erinien waren die Rachegöttinnen, also monströse Rachegöttinnen, die Personifizierung des schlechten Gewissens oder der Gewissenbisse. Natürlich alle diese Gefühle sind sehr verbunden mit unserem Alltag und wo soll ich anfangen dann bei Thema so Krieg oder Thema Flüchtlinge, Rassismus, nicht nur in den USA, Klima natürlich. Also diese Themen sind sehr gute Gründe, um die Erinnerungen wieder wecken zu wollen. Und natürlich diese in einer Person, in einer Sängerin, alle diese 3 Charaktere zu haben, sowohl die Erinien als auch die Eumeniden, als auch die Clytemnestra, ist genau das für mich, das stellt genau das dar, unsere inneren Konflikte, mit denen wir leben müssen, diese moralische Spaltung oder Spaltungen. Und das bringt sie zum Ausdruck. Innerhalb, es ist dieser innere Prozess bei ihr, wo am Ende diese verdrängte Stimme, die Clytemnestra, das schafft, in den Vordergrund zu kommen und ausrufen. Ich hatte am Anfang eine andere Vorstellung. Jetzt ohne Publikum tatsächlich war das, wofür wir uns entschieden haben, ich glaube, das Beste akustisch. Dass die 4 Schlagzeuger auf der Bühne sind, dann doch, ich dachte am Anfang, die Soloflöte einen besonderen Platz, doch in der Mitte. Es war akustisch viel besser. Und dann rechts und links Bläser und Streicher und da oben die Sängerin. Und es ist eine schöne
ja, Aufteilung. Natürlich, wie gesagt, ich denke, wenn das zu einer Aufführung kommen würde mit Publikum, da könnte es sehr anders aussehen. Das ist etwas, was sehr viel tatsächlich mit Pierre Boulez zu tun hat, für mich. Und ich sage, am Anfang, als ich mit der Musik von Boulez angefangen hatte, so von Aufnahmen, das ist wichtig, von Aufnahmen seine Musik zu analysieren, das war mir zu strukturell, vielleicht zu rational, sage ich mal. Also intellektuell fand ich das immer faszinierend, aber diesen emotionalen Zugang hatte ich vor vielen Jahren jetzt nicht. Und dann ging ich in die Konzerte und das ist die, sagen wir mal, Beispiel Maestro Barenboim am Pult, Philharmonie, Notations, also diese Gruppen, also Instrumentengruppen, die verteilt im Raum sind und man sitzt da mittendrin im Geschehen und das, was da geschieht, ist magisch, es ist genial. Und das war tatsächlich es war da eine große Tür aufgegangen, genau wegen dieses Aspektes, der Räumlichkeit des Klanges. Und Boulez macht das fantastisch. Und deswegen bei dieser Frage Raum und ich habe die Tendenz, weil Boulez ist so ein Fall, komponiert er wie Dirigent und dirigiert wie Komponist. Ich habe das nicht zum Beispiel. Und ich muss immer dabei denken, dass ja, das wird in einem Raum stattfinden. Ich muss das immer dabei denken. Und Boulez ist eines der besten Beispiele dafür, dass Musik nicht einfach einen Raum braucht, sondern einen Raum, wo sie sich wohlfühlt. Bei diesem tollen Stück Sourancis zum Beispiel, das ist auch diese besondere Besetzung mit 3 Harfen, 3 Klaviere, 3 Schlagzeuger. Ich habe das mehrmals gehört und das erste Mal war tatsächlich hier, da oben auf dem Balkon. Und es war wieder so, die Klänge kamen von unten. Also diese strengen Strukturen von Boulez waren so lebendig, so sinnlich, so wie vibrierende Organismen. Als ob man auf einer Wolke sitzt. Ich weiß, es ist sehr schwer natürlich zu beschreiben, was die Musik da macht oder was man dabei empfindet. Auf jeden Fall der Raum ist so wichtig. Musik braucht ein Zuhause. Und das liegt auch an dem Komponisten, dieses Zuhause für die Musik zu erschaffen. Ich könnte nur bestätigen, was für ein unmittelbar warmes Zuhause tatsächlich hier die Musik gefunden hat. Das könnte mein Schlusswort werden.